Jessica, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich eine Frage beantworten, die mir eigentlich fast täglich gestellt wird. Und zwar, wie blende ich am besten? Von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell? Und ich muss sagen, ich habe da keine Grundregel. Jeder macht es anders, soweit ich gehört habe. Und ja, es liegt wirklich nur an eurer persönlichen Präferenz. Aber ich werde euch beide Techniken vorstellen und euch auch Methoden zeigen, wie ihr die Techniken bei Blumen anwenden könnt, euch ein paar Farbkombinationen mit auf den Weg geben und euch erzählen, welche der Methoden ich anwende bei dem jeweiligen Projekt. Wir fangen mit der ersten Methode an. Das ist von hell nach dunkel. Die Technik habe ich bei diesem Blütenblatt angewandt. Und dazu benutzen wir in der Reihenfolge Kobaltblau 143, Helioblau-rötlich 151 und Indigo Dunkel 157. Wir fangen mit dem Kobaltblau an. Ich benutze diese Technik gerne, um erstmal zu gucken, wie weit meine Farbe gehen soll, wie das Ganze aussieht und wenn ja, ich einfach den Farbton besonders gut herausbringen möchte. Das bezieht sich alles auf die Polychromos. Bei den Prismacolors gehe ich ein bisschen anders vor. Dazu wird aber auch noch ein separates Video kommen. Die Polychromos strahlen meiner Meinung nach erst richtig, wenn man die Farben schichtet. Und bei dem von hell nach dunkel malen kommt es eben automatisch, weil ich natürlich erstmal die hellste Farbe vorlege, um zu schauen, wie das Ganze aussieht und meine Farbschichten langsam aufbaue. Mit dieser Methode kann man Fehler immer noch leicht korrigieren oder die Farbtöne in eine andere Richtung ändern oder lenken, wenn das Ganze nicht so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat. So, ich habe mir jetzt die Struktur des Blattes zu eigen gemacht und wirklich jedes Segment einzeln ausgemalt, mit kleinen, kreisenden Bewegungen, ganz, ganz leicht. Einfach um das Farbbild so glatt wie möglich zu lassen. Da nehme ich Helioblau-rötlich. Diesmal benutze ich ein bisschen mehr Druck, bleibe immer noch bei meinen kleinen kreisenden Bewegungen und trage die Farbe über meine erste Farbschicht auf. Je näher ich zur Blumenmitte komme, desto leichter wird mein Druck, damit die Farbe sanft ausblendet und keine harten Kanten entstehen. Wichtig ist, wenn ihr mehrere Farbschichten auftragen wollt, benutzt einen spitz angespitzten Stift, um das Papier, soweit es geht, zu schonen. Mit einem stumpfen Stift drückt ihr die Struktur des Papiers glatt und beschädigt es, so dass ihr nicht mehr Farbschichten auftragen könnt, weil diese Struktur des Papiers eben dazu da ist, um Farbe aufzunehmen.
Hätte ich jetzt das ganze Blatt auf einmal hier unten ausgemalt, wäre ich dazu übergegangen, schraffierter zu malen. Also ein paar Striche in diese Richtung, ein paar Striche in die entgegengesetzte Richtung, um die Farbe gleichmäßig zu verteilen. Aber ich mag meine kleinen kreisenden Bewegungen. Das ist für mich die sicherste Methode, um wirklich ein glattes Bild zu sichern. Jetzt nehme ich meine dunkelste Farbe, das Indigo-Dunkel. Und male hier die Spitze aus. Da ich es nicht allzu dunkel haben möchte, gehe ich wirklich nur mit ganz, ganz sanftem Druck drüber, weil dieses Indigo-Dunkel doch mehr ins Schwarze geht und ein sehr, sehr starker Farbton ist. Ich möchte wirklich nur einen Hauch davon hier haben. Ich gehe jetzt noch mal mit meinem mittleren Farbton, Helioblau-Rötlich, über die Stellen, die ich dunkler haben möchte. Hellsten Ton, Kobaltblau, blende ich das Ganze nochmal sanft aus. Somit haben wir das erste Blatt fertig mit der Technik von hell nach dunkel. Dann kommen wir zu der zweiten Technik, die ich euch zeigen möchte, und das ist von dunkel nach hell. Dunkel nach hell benutze ich immer dann, wenn ich besonders kräftige Farben haben möchte und ich nicht möchte, dass schon die hellste Farbe mein Papier sättigt, sondern ich will mit meinem kräftigsten Farbton beginnen, damit er besonders stark rauskommt, und gehe dann zu meinem hellsten Farbton über, der das Ganze sanft ausblendet. Mein dunkelster Farbton ist Purpurviolett 136, mein mittlerer Ton Manganviolett 160 und mein hellster Ton Karmoisin 134. Ich fange mit dem dunkelsten Ton an und beginne auch schon mit starkem Druck. Das Papier kann ruhig gesättigt sein. Das ist mein Ziel, dass hier wirklich die dunkelste Farbe am meisten vorliegt. Dann lasse ich den Druck nach und blende den dunklen Farbton wirklich ganz, ganz sanft aus. Dann nehme ich meinen mittleren Ton, das Manganviolett, setze auch wieder in meinem dunkelsten Ton an
und blende auch wieder erstmal mit starkem Druck, dann mit leichtem Druck die Farbe aus. Mit starkem Druck anfangen und mit leichtem Druck die Farbe ausblenden. Dann mein hellster Ton, Karmoisin, mit starkem Druck anfangen und mit leichtem Druck die Farbe ausblenden. Ich habe noch ein weiteres Video gemacht, wie man Blätter am besten ausmalen kann, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, Blätter auszumalen. Vielleicht interessiert euch das auch. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Ich werde das Video unten verlinken. Es ist auch mit Polychromos gemalt und vielleicht findet ihr auch da weitere Inspirationen. So. Ihr könnt das Polychromos Weiß benutzen, um hier euer Ende ein bisschen besser zu verblenden. Es ist leider nicht opak genug, um das Ganze heller zu machen, aber ich benutze es oft als Blenderstift, um meine hellste Farbe ein bisschen besser zu verblenden. Und jetzt 3 Möglichkeiten, wie ihr das nochmal praktisch umsetzen könnt. Ich habe hier von der Blumenmitte zur Blumenspitze geblendet. Hier habe ich von der Blattspitze zur Blumenmitte geblendet. Und es gibt noch 3 andere Möglichkeiten, die ich euch als Beispiel zeigen möchte. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass ihr eben außen dunkel anfangt und innen die Farbe hell lasst, sodass es aussieht, als ob die Blume ein bisschen leuchtet. Dafür benutze ich Fuchsia 123 und Magenta Hell 119. Ich fange mit dem Fuchsia-Ton an. Mit etwas mehr Druck male ich erstmal die Umrandung vor. Und mit leichten kreisenden Bewegungen blende ich die Farbe zur Mitte hin. Also mit etwas mehr Druck die Umrandung vorgeben und mit leichten kreisenden Bewegungen nach innen malen. Dann nehme ich meine hellere Farbe und blende von außen nach innen mit mittlerem bis leichtem Druck. Nicht dolle, wir wollen die Farbe nur ausblenden. Hier innen bleibt es weiß. Ich werde oft gefragt, welches Weiß ich für die Mitte benutze, und es ist wirklich nur das Papier, das durchscheint und so weiß aussieht. Ich benutze eigentlich wirklich selten Weiß, nur wenn ich einen Fehler gemacht habe. Hier malen wir auch wieder den Rand aus. Mit leichten kreisenden Bewegungen blenden wir den Rand etwas aus. Und mit ganz, ganz leichtem Druck ziehen wir das Magenta Hell zu dem Weiß hin, lassen aber einen weißen Rand stehen. Ich kriege oft Nachrichten, wo gesagt wird, ich krieg's nicht hin, bei dir sieht alles so leicht aus. Auch ich musste üben. Und wenn ihr es wirklich versucht und übt und übt und übt, dann wird es euch irgendwann mal so leicht von der Hand gehen, ihr werdet gar nicht verstehen, warum es euch schwer gefallen ist. Also wirklich, Übung hilft, gebt nicht auf, versucht es immer wieder. Ihr braucht keine Angst vor Fehlern zu haben. Blumen sind nicht perfekt. Jede Blume hat
unterschiedliche Farbgebungen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein Blatt anders aussieht als das andere. Wenn ihr in der Natur schaut, das ist bei Blumen genau das Gleiche. Ich benutze hier Carmin Rosé 124 und Alizarin Karmesin 226. Als erstes beginne ich mit meiner hellsten Farbe. Hier bin ich von dunkel nach hell gegangen und hier gehe ich von hell nach dunkel. Mit meinem Carmin Rosé gebe ich erstmal die hellste Farbe vor. Mit leichten kreisenden Bewegungen male ich erstmal vor, wie es ungefähr aussehen soll. Den Rand lasse ich weiß. Jetzt nehme ich meine dunklere Farbe und mit mittlerem Druck trage ich meine dunklere Farbe da auf, wo ich sie haben möchte, und zwar entlang der Mitte des Blattes in einer Ellipsenform. Kleine kreisende Bewegungen, mittlerer Druck. Man kann immer wieder mehr Farbe dazugeben, aber fangt erstmal mit leichter Hand an und guckt, wo das Ganze hingeht. Jetzt nehme ich wieder meine hellste Farbe und blende die dunkelste Farbe ein bisschen mehr zum Rand aus. Und das war's auch schon. Und jetzt kommen wir zu dem letzten, was ich euch zeigen möchte. Hier soll ein heller Kranz von Licht um die Blume erscheinen. Ich habe dazu schon mal ein Tutorial gemacht. Ich zeige euch mal ein Bild, wenn ich es finde. Moment. Ah, hier. Genau, es soll so erscheinen, als ob Licht drauf scheint und ein Lichtkranz auf die Blume fällt. Dazu gibt es ein Tutorial bei mir auf YouTube, genauso wie zu dieser Blume hier unten. Das war das Buch Floribunda von Leila Dooley, wenn sich jemand dafür interessiert. Aber das hier ist World of Flowers von Jenna Besford. Ich benutze 3 Farben. Cadmiumrot hell 117, Chromgelb dunkel 109 und Chromgelb hell 106. Ich fange mit meiner dunkelsten Farbe an und mit mittlerem bis starkem Druck lasse ich die Farbe ausblenden, indem ich den Druck immer weiter nachlasse. Genauso von dieser Seite, stärkerer Druck, kleine kreisende Bewegungen und den Druck nachlassen. Da nehme ich meine mittlere Farbe, das Chromgelb dunkel, blende in das Orange mit rein und lasse den Druck auch wieder nach, damit es sanft aufhört. Mit etwas mehr Druck in das dunklere Orange einblenden und die Farbe sanft auslaufen lassen. Dann mein hellster Ton, das Gelb, Chromgelb hell. In dem Orange ansetzen und das Orange ein bisschen weiter ziehen, sodass es sanft ausblendet und in ein Gelb übergeht. Wichtig ist, dass ihr einen weißen Streifen lasst und immer auf der gleichen Höhe rund um die Blume herum, sodass es wirklich aussieht wie ein Ring von Licht. So, das war's zu dem Tutorial heute.
Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und eure Fragen beantworten. Und ich freue mich, wenn ihr die Technik anwendet und mich dann natürlich auch taggt oder verlinkt oder mir natürlich auch ein Bild schickt. Ich bin immer froh, von euch was zu sehen und freue mich, wenn ihr eure Bilder mit mir teilt. Schaut bei mir auf jeden Fall auf Instagram vorbei und auf Facebook bin ich auch vertreten und hinterlasst mir eine Nachricht. Dann bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende euch. Bis dann. Tschüss.